Bereits jetzt kann es einem deutschen Staatsbürger unter Umständen passieren, dass ihm sein Reisepass und auch sein Personalausweis entzogen wird. Wir hatten ja dazu schon andere Videos gemacht und auf unserer Webseite dazu berichtet. Dafür gibt es verschiedene Rechtsgrundlagen, die in § 7 des Passgesetzes aufgeführt sind. Über eine dieser Möglichkeiten, nämlich den Entzug aufgrund der begründeten Annahme, dass sich ein deutscher Staatsbürger seinen steuerlichen Verpflichtungen entziehen will, erhalten wir immer wieder Anfragen von Mandanten. Nun aber hat die aktuelle Bundesregierung im Juni 2023 einen Antrag eingereicht, der es Behörden künftig erlauben soll, Bürgern, die an extremistischen Veranstaltungen im Ausland teilnehmen, den Reisepass zu entziehen. Und bereits 4 Wochen danach, nämlich im Juli 2023, wurde dieser Gesetzesentwurf auch schon trotz teils heftiger Kritik daran durch den Bundestag verabschiedet. Hintergrund ist, dass sich, so die Bundesregierung, Extremisten aus dem rechtsradikalen Spektrum zunehmend im Ausland zu Kampfveranstaltungen treffen, weil diese Art von Veranstaltung von den deutschen Behörden unter Berufung auf allgemeine gefahrensabwehrrechtliche Befugnisnormen in Deutschland oft verboten werden. Um nun zu verhindern, dass deutsche Staatsangehörige an solch rechtsextremistischen Veranstaltungen im Ausland teilnehmen, wurde nachfolgend etwaigen Teilnehmern auf Grundlage des § 7 des Passgesetzes die Ausreise und der Pass versagt. Dagegen gingen einige der Betroffenen gerichtlich vor und bekamen dort im Rahmen des einstweiligen Rechtsschutzes meist Recht, da nach Auffassung des Verwaltungsgerichtes die jeweiligen Ausreise- und Passversagungen voraussichtlich rechtswidrig waren. Insbesondere gäbe es keine hinreichende Tatsachengrundlage, nach der die Annahme einer konkreten Gefährdung für das internationale Ansehen der Bundesrepublik Deutschland und somit eines sonstigen erheblichen Belangens der Bundesrepublik Deutschland im Sinne des § 7 Absatz 1 Nummer 1 Variante 3 Passgesetz erkennbar sei. Wie so oft hat dann der Staat einfach das Gesetz geändert. Der wichtigste Satzteil im Text des Entschließungsantrages ist wohl folgender: dass bei einer beabsichtigten Teilnahme an extremistischen Veranstaltungen im Ausland, die inhaltlich im Widerspruch zu den Grundsätzen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes stehen, eine Gefährdung des internationalen Ansehens der Bundesrepublik Deutschland und somit eines sonstigen erheblichen Belangs der Bundesrepublik Deutschland im Sinne des § 7 Absatz 1 Nummer 1 Variante 3 Passgesetz anzunehmen ist. Das bedeutet im Klartext, dass nun alleine die Absicht an der Teilnahme und natürlich die Teilnahme selbst an Veranstaltungen im Ausland, die von der Regierung als verfassungsrechtlich bedenklich, weil extremistisch eingestuft werden, mit dem Entzug des Passes geahndet werden können. Im Entschließungsantrag der Regierung klingt das dann so: Denn bei einer Teilnahme an extremistischen Veranstaltungen im Ausland, deren Inhalte der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zuwiderrufen, ist eine Gefährdung des internationalen Ansehens der Bundesrepublik Deutschland, um damit eines sonstigen erheblichen Belangs anzunehmen. Natürlich ließ Kritik nicht auf sich warten. Dafür gibt es viele Ansatzpunkte. Viele Fragen wie zum Beispiel: Wer bestimmt, was extremistisch ist? Oder wann steht eine Veranstaltung im Widerspruch zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung, bleiben offen. Hinsichtlich der Definition dessen, was als extremistisch gilt, könnte man etwa fragen: Sind Fußballfans im Ausland, die sich unvermittelt in einer gewaltbereiten Gruppe von Ultras wiederbefinden, automatisch extremistisch? Oder die Ultras selbst? Und wer entscheidet das? Im Text des Entschließungsantrages wurden Kampfveranstaltungen nur als Beispiel genannt. Gilt die Regelung auch für Demonstrationen? Was ist, wenn ich im Türkei-Urlaub in Istanbul über den Taksim-Platz spaziere und dort in eine Demo gerate, die von den deutschen Behörden als gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtet eingestuft wird? Unterstellt man mir Extremismus? Und so weiter und so fort. Auch der Datenschützer Kai Dittmann steht der Entschließung zu Passversagungsgründen sehr kritisch gegenüber, dass eine Anknüpfung an die inhaltliche Ausrichtung einer Versammlung oder einen undefinierten Extremismusbegriff unzulässig sei. Das Bundesverfassungsgericht habe auch schon 2009 entsprechend entschieden. Und ab wann ist eine Veranstaltung eigentlich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtet?
bewegt sich, wie jemand schrieb, eine transkritische Demo von Feministinnen noch auf dem Boden der FDGO. Auch hier ließen sich viele Szenarien kreieren, die, wenn die entsprechende Absicht da ist, als extremistisch ausgelegt werden könnten. Genau darum geht es. Was ist die Absicht und wo sind die Grenzen? Auch die Frage, ob sich die Regelung nur auf Extremismus von rechts bezieht, wird nicht erwähnt. So titelte die Welt schon am 23.08.2020, Kampfsport der Antifa bereitet Verfassungsschutz Sorgen. Sind Regierung und staatliche Institutionen auf einem Auge blind? Droht nur rechten Extremisten der Passentzug oder auch Linken? Im Entwurfstext steht von Auslandsveranstaltungen linker Extremisten, an deren Teilnahme man Personen durch Passentzug hindern will, jedenfalls nichts. Inwieweit kann das oben Gesagte nun Auswirkungen für Deutsche im Ausland haben? Kurz gesagt, so wie der Gesetzentwurf formuliert wird, droht künftig ein Passentzug bei Teilnahme an Veranstaltungen im Ausland, die der deutschen FDGO zuwiderlaufen. Damit exportiert der deutsche Staat gewissermaßen seine hoheitlichen Befugnisse. Wer im Ausland lebt und die falsche Veranstaltung besucht, die falsche Veranstaltung nach deutscher Sicht wohlgemerkt, es kann alles komplett legal sein, was du im Ausland machst, dem kann bei der nächsten anstehenden Verlängerung seines Reisepasses der Einzug desselben drohen. Das mag heute unwahrscheinlich sein, aber es scheint nach der vorliegenden Formulierung zumindest möglich. Auch willkürliche Auslegungen durch den Gesetzgeber, was denn nun extremistisch ist, scheinen zumindest derzeit nicht ausgeschlossen. Vermutlich ist die neue Regelung noch zu frisch und es müssen erst einige höherinstanzliche Urteile dahingehend abgewartet werden. Aber es empfiehlt sich für Auslandsdeutsche aktuell, sich zweimal zu überlegen, Veranstaltungen im Ausland zu besuchen. Ja, schon die Teilnahme daran überhaupt zu planen und zu erwägen, wenn diese möglicherweise von der Regierung in Deutschland, nicht in dem Land, wo du dich aufhältst, in Deutschland als extremistisch, insbesondere rechtsextremistisch eingestuft werden könnte. Grundsätzlich sind damit zumindest vorläufig im Grunde alle Veranstaltungen im Ausland besser zu meiden, die dem aktuell politisch-medialen Mainstream entgegenstehen. Seien es LGBTQ-kritische, pro-palästinensische, impfkritische, klimawandelkritische, NATO-kritische Veranstaltungen und so weiter. All diese könnten künftig als extremistisch eingestuft werden und zumindest theoretisch bereits die Planung einer Teilnahme zum Passentzug führen. Im Augenblick bleibt also nur abzuwarten und tatsächlich vorsichtig zu sein. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.